Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute sind wir beim Reverse 2024, aber nicht ganz, nämlich beim Sub-Zero Project Maze of Memories Anthem Show. Bin ich sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich Reverse 2024 Sub-Zero gesehen habe. Wenn ich das hier oben sehe, meine ich jetzt nicht. Ich glaube, Reverse 2024 habe ich nur Aftermovie oder so gesehen. Irgendwie sowas. Irgendwie nur ein kleiner Ausschnitt. Aber für so einen kleinen Snack zwischendurch ist, glaube ich, die Anthem-Show sehr geil. Deswegen gehen wir rein. 6 Minuten. Let's go. Holy shit. Stepping into the dimensional portal. Also ich muss... Schade, dass die Frequenzen immer so gut sind. Ich finde halt die Dinger hier oben, ne? Beim Reverse immer wieder geil, was die hier an der Decke projizieren und was die da für Ideen immer wieder haben. Hier finde ich es halt sehr geil, weil du halt ja, dadurch, dass es ja einzelne Balken, Streben, wie auch immer sind, hast du ja dieses Schwarze zwischendurch. Ich glaube, das ist ganz geil, wenn du da drunter stehst. Aber sonst, Reverse hat ja so eine geile Technik an sich. Mit Farben projizieren oder ne, Bilder projizieren. Mega. Conscious mind is transported into a realm that borders the edge of the impossible. You embark on a voyage across the celestial canvas, hurtling through the vast infinity of space. Holy shit. The deep roars of galaxies dance in front of your eyes in a cosmic... Geil, wie bei diesen Männergesang das Licht auch so hoch geht, ne? ballet of the unimaginable. Oh. Embrace the surreal and allow yourself to become breathless Wow. beyond belief. Holy shit, ey, also, die Lichtershow sieht wieder crazy aus. Was Reverse da jedes Jahr wieder hinzaubert, ist verrückt. Und das 24, ne? 25 haben wir ja schon gesehen. Ist auch crazy, was sie da abgerissen haben. Das sieht aber mega geil aus. Auch mega geil aus. So. Da muss ich halt sagen, ich weiß, ich pausiere wieder extrem viel, ne? Aber ich bin halt so fasziniert von diesen ganzen Ansichten hier. Außer wenn wir diese eine Kamera hier hinten Dings haben. Weil irgendwie ist das ein bisschen too much, wie das gezeigt wird. Ich finde es halt viel geiler und die Show ist ja auch eigentlich dafür ausgelegt, dass du halt davor stehst, ne? Da sollte man das auch mehr zeigen. Meiner Meinung nach, großes Geheule, ihr wisst, wie das ist. With Sub-Zero Project. Reverse, let's celebrate! Chapters of celebration have turned into a maze of memories. This is Holy shit, ey. Oh, guckt euch das mal an. Das ist jedes Mal wieder ein Porno für die Augen, ne? Also Real Talk, was Reverse da abreißt mit den ganzen Lasern, Strahlern, mit den Lichtern, was die da projizieren, das ist jedes Mal wieder so ein Porno. Und das Schlimme ist, dass es in Real Life ja nochmal um Weiten geiler aussieht. Ich finde, das kommt ein bisschen
Es kommt natürlich gut durch, wenn du diese Drohnenfahrt hast, die wir ja hier haben. Hier oder jetzt gleich auf jeden Fall haben. Wo du denkst so, boah, das sieht schon mega geil aus. Aber in Real Life sieht es ja noch um Weiten geiler aus. Das ist jedes Mal wieder verrückt. Das meine ich. Wow. Boah, Junge. Also, wenn meine Augen kommen könnten, Junge, da wäre hier alles ab 25 oder ab 40 oder so. Da wäre ja öfters abgespritzt worden als alles andere. Junge. Also diese Ansicht hatten wir am Anfang ein bisschen zu viel. War auch wieder, ihr wisst, ne, ihr kennt mich ja auch langsam, die meine Reaction schon ein bisschen länger gucken. Manchmal sollte ich erstmal ein bisschen abwarten, aber es ist halt bei mir so, ich muss direkt sagen, was ich denke. Natürlich, bei manchen Drops und so warte ich ein bisschen. Aber ich muss dann sagen, was ich denke, und meistens wird das ja direkt wieder weggenommen und dann zeigen die halt wirklich gefühlt nur vorne oder was, in dem Fall, ne, das ist nur vorne. Aber hier ist das mega geil, diese Seitenansicht. Wow. Bro, dass sie so geil bewegen können. Da ist es ja wirklich mega geil, dass du hier stehst. Oder auf der anderen Seite natürlich, ne? An der Seite stehst. Sonst ist ja so immer Seite, ja, okay, du kriegst die richtige Show nicht ganz mit, weil die natürlich für vorne, für die Leute hier gefühlt vorgesehen ist. Aber wenn du hier stehst und wirklich siehst, wie diese Dinger runterfahren und diese Konstellation siehst, oh, wow. Natürlich, unten sieht es wahrscheinlich auch verdammt geil aus, weil du so einen Bogen einfach über dir hinwegschweben hast. Ist bestimmt auch geil. Aber das ist auch schon eine geile Ansicht. Ah, die Sängerin ist auch da. War die das gerade? Ne, ich wollte gerade sagen, hä? Dass man die so kurz sieht, ist ein bisschen schade, aber sehr geil, dass sie auch selber da ist zum Singen. Komisch, dass sie halt nur hier an der Seite steht. Sieht man das? Ja. Dass sie hier steht und nicht hier vorne irgendwo, wie es eigentlich sein sollte. Aber gut, ne? Hängt halt auch daran, wie die DJ oder ja, wie das halt alles geplant ist, ne? Aber cool. Reapers, this is your moment right here. Here we go. Boah. My fucking God. Wow. Aber ich finde, du merkst hier richtig, wie crazy Musik sowas nochmal vergeilern kann, ne? Oder andersrum natürlich. Du hast diese geile Musik, die du vielleicht so bei irgendwelchen offiziellen Videos oder was auch immer, Visualize, Spotify oder wo man es gehört hat, wo man sich schon irgendwie so ein Feeling aufgebaut hat, ne? Oder wo man einfach irgendeinen Vibe verspürt. Dann stehst du da und siehst diesen Shit. Bro, das gibt dir ja Gänsehaut, Goosebumps, alles miteinander. Natürlich ist es das gleiche, aber ne, gut. Wow.
Ey, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas seht und euch irgendwie das stolz macht? So, dass ihr so stolz seid, dass die Jungs so weit gekommen sind zum Beispiel? Habe ich zum Beispiel gerade. Oder ihr seht irgendwas und ihr freut euch einfach so für die anderen, dass sie sowas erleben können. Oder das ist einfach mega, also dass sich das auch vielleicht so ein bisschen anfühlt, als wärt ihr selber da. Hammer. Ey, crazy, was die da abreißen. Aber es ist ja sowieso immer, was Reverse für eine Party da veranstaltet. Junge. Hast du das mal wirkt? Guckt euch die Bilder an, wow. The Prodigy and Heartstar is here to show you the way. The Creators. Yay, endlich sehen wir sie mal, endlich. Ui. Endlich sehen wir sie mal. Das, wie gesagt, sowas finde ich halt sehr cool. Wenn du da schon eine Sängerin hast, die halt wirklich das auch singt und wirklich sehr schön singt, nebenbei gesagt, natürlich, dass sie auch ein bisschen Zeit kriegt, gezeigt zu werden. Natürlich, auch wieder in einem Rahmen, aber Sub-Zero Projects. Ladies and gentlemen, give it up for Sub-Zero Project. Make some noise. es ist doch immer wieder verrückt. Es ist doch immer wieder verrückt, wenn du irgendwas vom Reverse siehst, ne? Wow. Was eine crazy Show. Geil, wie die Jungs da wieder abgerissen haben, aber man muss ja auch sagen, der Track ist unfassbar. Also, der hat so einen geilen Vibe, finde ich. Der geht so geil ab. Was Reverse da alles wieder geliefert hat, mit dem Konfetti, was auch sehr geil aussah, mit diesen geilen Lichtern, Projizierungen. Oh, wow. Dann, ne, dass die Sängerin dabei ist, fand ich sehr cool. Aber, was ich hier natürlich in dem Video auch sehr geil finde, es ist geil zu hören, dass du hörst, wie die Crowd abgeht. Ihr wisst, ich liebe Crowd-Interaktion und allen Shit. Aber hier ist es ja wirklich, du hörst die alle am Schreien, alle am Feiern, so wie es sein soll. Geil. Weil manchmal, oder ich finde, das gibt dann so nochmal mehr den Vibe. Gerade auch für Leute, ne, die so drüber nachdenken, ey, ich will da eigentlich wohl hin, aber mir kommt die Crowd manchmal tot vor. Ist ja auch klar, ne, wenn du die nicht hörst. Manchmal siehst du das ja auch bei manchen Sets, wenn du die Crowd halt sich nicht viel bewegt, weil die Kameras vielleicht falsch gewählt wurden, sag ich mal, die Kamera, welche Kamera dann zu sehen ist. Aber hier, du hast hier ja die totale Sause und ich finde, sowas macht halt dann nochmal mehr Bock, wenn du siehst, wie die Leute ausrasten, wenn du die hörst. Deswegen, sehr geile Show, sehr geiles Teil. Sehr geiler Song, müssen wir nicht drüber reden. Das Ding pfeffert dir alles um die Ohren. Hammer. Ja, Sub-Zero Project hat wieder abgerissen, was will man mehr sagen? Geil. Anthem-Shows, gerne eure Favorites unten rein, falls es natürlich sowas überhaupt mehr gibt. Ich habe da gar nicht so wirklich nachgeguckt, bin ich ganz ehrlich. Das wurde mir einfach vorgeschlagen und habe mir gedacht, ey, Sub-Zero, geil. Reverse 2024, geil. Anthem-Show für zwischendurch, geil. Deswegen, wenn ihr irgendwie nochmal irgendwelche Favorites habt von euch, gerne in die Kommentare. Schauen wir uns dann in den nächsten Monaten
weil der Plan verdammt voll ist, an. Und bis dahin wünsche ich euch dann einen wunderschönen Tag. Verliert euer nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.